Guten Tag miteinander. Wir haben heute wieder ein Special. Wir haben etwas ergattert. Etwas Französisches, etwas unheimlich Schönes. Wir zeigen es euch gerade in den nächsten Minuten. Hey, wir haben Freude. Wir haben Frankreich im Haus. Etwas unheimlich Schönes. Wie das genau heisst, kann ich nicht aussprechen. Linienwechsel. Etwas, wo ich schon unheimlich lange auf der Suche bin. Ein Prüfstand. Ein ziemlich rein mechanischer Prüfstand. Ihr seht, das Ding hat natürlich schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Und wenn alles funktioniert, was wir jetzt noch nicht wissen, dann wollen wir mal ein bisschen einen Vergleich machen. 100 Kilo, 70 Kilo etwa. Nicht einmal. Nicht einmal, ja. 68. Quasi in echt und auf dem Prüfstand. Denn wir suchen uns nachher zwei Schnäpperli aus. Also ich habe natürlich schon einen Favorit. Du hast frei, ja. Ja, selbstverständlich. Der gute Algörike. Oh, schön. Ah, herrlich. Tja, dann nehme ich ein Büchli. Ein Püchli. Weil da ist angetrieben, oder? Genau, das ist ja das Geilste am Ganzen. Das ist sehr geil. Das hure Geschütz, mit dem kann man die Höbel noch anlassen. Vielleicht, wenn es langt. Ja, wenn es langt. Magst du das Ding von Hand heben, oder? Erzähl mal. Ja. Ja. Oh, lass es könnte gehen. Ja, He? Soll ich den mal draufstellen? Ja, komm und das mal. einrichten. So, jetzt haben wir den da aufklappen. Yeah. Noch ein bisschen runter. So. Hebet. So. Jetzt nicht zu viel Druck geben. So. Komm mal da, komm. Ah, das ist offen geil. Das ist so geil. Wirklich geil. Ich komme Schübe über den. Ja. Mag nicht. Ja, Warte. mag nicht. Dann müssen wir mit Schwung. Oh, aber das Dann müssen wir mit ein bisschen Schwung rein. Ja. Ah! So geil! Voll geil! Ich drehe durch. Jetzt muss ich das zuerst mal schnell wissen. Was kann man denn da alles? Also das ist klar, Zündfunken. Ja, schau, ich habe vorher mal offen gehabt noch. Und der da geht an die Lampe. Ja. Und der hat einen roten da. Also ich nehme an, das ist einfach ein Lampenprüfer. Und dann der da, der geht eben da auf die Zündung. Also gut, und dann haben wir noch ein Drehzahlmesser, wie man dann irgendwie Der ist auch noch dran hängt. He? Also gut, du, man probiert das mal. Probieren. Mach mal Vollgas, ja, also da ist los. Also, erster Gang. Aber das ist jetzt aber krass, hä? 2,8. Ja, eben, ich weiss nämlich, was der in echt macht. Mit mir drauf dir drauf, und ein bisschen ja. Gegenwind. Das macht 82, aber wir haben einmal ein Maß. Sobald natürlich der Anpressdruck, der Pneu, der das ist baut krass. sich natürlich auf. Je höher die Drehzahl ist, wird der natürlich grösser Licht. Und dann hast du einen anderen Umfang. Das heisst, er zeigt natürlich mehr an, als er wirklich hat. Ja, und er hat wie Widerstand. Ne? Ja, völlig. Oh, schau, das ist schon warm. Ja, das ist gut. Das ist ein bisschen Ja, schon warm. gut. Also eben 82. Lustig, ja. Naja, wir sehen sie dann, wenn wir in echt fahren, auf 300 Meter natürlich, geradeaus. Jetzt hast du gesagt, du bräuchst da Strom, gell? So macht Arbeiten Spass. Wenn du daneben stehst. Ja, schauen. Du musst halt schauen, oder? Lass mal an. Sollen wir anstarten? Ja, Oh. Ah, so geil. Einfach ein Licht, wie so schön. Das ist aber einfach auch offen geil. Also da hast du schon mal recht gehabt. He? Da kann man testen, ob die Huren Spulen funktionieren. Gib mal Gas. Geil. 1500. Dunkelt mich jetzt ein weißt, bisschen. das Ich hätte können wir jetzt geschickt Wir können probieren auf den Zündfunken selber. Aber den, ja, den kannst du nicht abnehmen. He? Ja, Aber das ist ja das Gleiche. das ist eigentlich... Also jetzt sind wir auf der Lichtspule gewesen. Ah, die misst ja auch, also jedes Ja. Mal, was Schwungrad hat. ja. Ja. Meinst du, kann das nicht? Also ich hätte jetzt geschätzt 8000, dunkel mit ein bisschen viel 10, aber... Gut, kann man weißt du, wie das genau das da oben ist? Ja, ja, Oder? Eben, ich glaube, da Aber kann man ist- immer etwa 20% abziehen. Ja, ja, in der Geschwindigkeit.
Aber das ist geil, dann kann man die nämlich aufs Licht nehmen. Und dann hast du ein Kabel, kannst du das Licht, dann hast du die rote Lampe plus Drehzahl. Ja, voll. Wie kann man das sonst noch messen? Ich meine, das sollte ja eigentlich schon etwas stimmen. Ah, ich habe ein Messsiegerli da. Hast du? Ah, das Röllchen? Ja! Aber wir müssen den Kugelwelle abgreifen. Wie geht das? Ja, ich kann den Deckel wegnehmen. Ja, dann hast du das Lüfterrad. Ja, das ist gleich, aber dort kann man drauf. Ja. Das ist so etwas Schönes. Ja, genau. Ja, aber ich muss da in die Mitte irgendwo. Ah, du bist in die Mitte? Ja, ja. Ja gut, dann müssen wir etwas Bestellen. Kann ich eine Bohrung machen? Eine kleine. Rausschneiden. Rausschneiden. Komm, ein kleines Zweierlöchchen. Ja, Schau, wie geht's, gut? Also gut. Schau, jetzt machen wir schön Zentrumbohrung. Ja, das ist toll. Wir können den Hobel auflassen zum Loch bohren, bräuchten wir gar keinen Akkuschrauber. Jetzt haben wir ganz links drehen. Aber das müssen wir noch übernehmen. Da. Sonst hat lange das auch. Sonst hat er dann zu heiß, das ist wichtig. Man probiert es. Und ob ich die ganze Mitte treffe, kann ich dir natürlich nicht versprechen. Ja, wäre schon gut. Ja. Ja, sonst macht es nachher so. Ja. Das ist ein verkehrt, ich hole noch schnell die Körner. Ja, Da haben wir Kugelwelllager. ja, gell? Vergewaltigen alles. Ah, schau, jetzt hat der Spänchen. Probieren wir. Also ich gehe auf die andere Seite dran. Kannst du nicht die Luft? Ah, schau da mit dem Gummi. Mit dem Gummi geht's besser. Mit dem Gummi ist im... So, auf Null. So, geht das so? Kommst du so her? Weil so pusht er eben schön drin. Erklär das schnell da, das schöne Ding. Ja, also das ist eigentlich da drüllt. Und dann kann ich da Start. Und dann läuft da eine Zeit. Und da sieht man nachher die Drehzahl. Und das heisst, ich gebe Vollgas und dann Ja. hebst du an und drückst. Ja. Aber meinst du, treffe ich das da, wenn Ja, das, wenn das sicher. drüllt? Da zweifle ich keine Sekunde dran. Deck im Auge. Probieren wir so, aber nur, das ist ja... Oh! Oh, der Gummi ist ab. Probieren wir ohne Gummi. Der Gummi ist schon weggelaufen. Oh, oh, oh. Jetzt. Das soll ich Ja, was soll ich sieht mal man geben? da? Ja, ja, mach. Scheiße, das geht nicht. Ein Zittert am Tisch. Ja, ja. Soll ich mal. Nein, das kann man. Man kann nicht Vollgas geben. Wenn man halt irgendwie... Ah, da können wir das spielen keine Rolle. Wir können Wir die so gehen ja auf vergleichen. ihn, ja genau. Da ist einfach erst, geht einfach schön langsam, dann geht's. So, gut. Nicht schnell. Nicht schneller. Gut. 25. Nicht mehr, nicht mehr. Gut. Jetzt habe ich ziemlich 25. 25 gehabt. wieder, gut. Willst du den gerade noch schnell anhängen? Dann schauen wir schnell, was der sagt. Das ist schwierig mit. So etwa. 4000. Ja. 4000? Ja. Niemals. Niemals. Nein, das stimmt nicht. Nein, das stimmt nicht. Mal schauen, was das Vielleicht ist- super... Vielleicht ist es die Hälfte, ja, jetzt müssen wir eben noch rechnen. Ich kann doch nicht rechnen. Aber da steht schon RPM. Also. 620, 10 Sekunden, 3700. Was? Ja, das stimmt schon mal. Ist das wahr? Ja, Du ist das so grauenhaft? wahrscheinlich, ja. Mal, ist Ja, richtig. dem Fall. 600, Weil dem vertraue ich. 620. Eben, Da ist kein Kabel drin. Analog, gell? Der war ein bisschen unter 4 gewesen. Ja. Ja, der ja. dreht ja schon nicht schlecht, oder? Der ist 82. Hast du den tuned etwa? Nein, das ist Zufall, der ist gut eingelaufen. Aha. Ja, geil. Rausschneiden. Ja, also dann in dem Fall. Dann He? können wir das eigentlich so... Weil der stimmt nämlich. Dem glaube ich. Der ist nämlich aus den 70er Jahren oder 60er. Nein, ja, viel älter. Er ist viel älter. Ja. Dann würde ich sagen, haben wir getestet, es wäre der Zündfunken, das wäre noch spannend dann. Gib mir mal das Kabel. Das da? Ja, Gut, schau da. das Funkenkabel. Das Funkenkabel. Aha! Oh! Oh, hör mal ab, schau mal! Oh! Ja! Hast du da eins gesurrt? Ah, wieso
versucht es jetzt da Ich oben. weiss es nicht. Jetzt sehen wir mal einen Zündfunken. Das, was wir immer probieren zu filmen, aber verdammt schwierig ist. Mehr auseinander, mehr auseinander! Genau! Oh, hey, was willst du denn? Also wir haben notiert 82 km/h auf dem Prüfstand. Funken tut es und Licht hat es auch. Drehzahl geht auch. Dann spannen wir das Ding mal aus. Hoppla. Söderli. Ja, kommt traumhaft das Zeug. Dann müssen wir jetzt aber schnell ein bisschen warm laufen lassen. Also, gib Gas! Soll ihm gehen? Ja, gib ihm. Der weiss ja, wie viel es läuft, natürlich. Wie? Wir sind ja knapp 7, 69, 7. Ach so? Ja, ja. Das ist schneller als gewöhnlich, ja. Ja, der kommt nicht mehr, kann. Moment mal. Ich habe da noch mal eine Rolle. Ja, nein. Ja, die Leute sind. Das Ding habe ich sicher schon 10 Jahre. Das ist von der Polizei. Ja. Das können wir gerade mal testen, dann beide. Komm, wir nehmen den gerade mal runter. Gerade so. Gar nicht. Auf dem hat er auch 80er. Der Tag und der Tag sind ungefähr. Das stimmt. Stimmt ungefähr. Also das Draufhocken ist kann man wichtig, das Gewicht auf dem Pneu, dann wird der Durchmesser natürlich kleiner. Ja, und mehr. Und kein Fahrtwind haben wir, keine Füchse, die über die Straße rennen, man muss nie ausweichen, man kann einfach gehen. Ich glaube, um es echt zu sehen, den Vergleich, müssen wir schnell unter widrigen Umständen das Ganze noch testen. Ja, Siri, das war ja lustig, aber wirklich, das ist alles Papagei. Komm, gehen wir auf die Richtung, gehen wir auf die Teststrecke. Also, Sick, im Laufe des letzten Jahres habe ich festgestellt, dass es da so ein klitzekleines Problem gibt. Was, meine Löcher in den Söcken? Ich wollte dir das gerne. Sie ist das Söckchen. Affengeil. Hey, danke vielmals. Das ist lieb. Wie viele tausend Hände von denen? Weil ich brauche etwa alle 2 Tage. Ich schneide mir zwar regelmäßig Zehennägel, so einmal im Jahr, aber es gibt die gleich immer Löcher. Ah, live ist sick. Gefällt dir das besser? Also, 66 km/h. Ehrlich, die ganze Strecke ist 300 Meter. Wir brauchen noch ein bisschen Bremsweg. Dort hinten kommt nämlich das saure Gitter. Also ich schätze mal 250, 270 Meter, 66 km/h, 100 Kilo, 3 Gänge. Affengeil. Jetzt kommt dann natürlich noch der Cyril mit dem Puch und dann drehen wir das Ganze mal um.
wie viel hast du? 68. 68! Also jetzt wollen wir das Gleiche machen, noch tauschen. Gut, da kommt es natürlich auf Schalter drauf an. Wie schnell Musst du voll ausdrehen? Ja, voll ausdrehen, den Dreigang. Und da hat er fast Scheissbremse, gell? Ah ja. Hure Scheissbremse. Sehr gut. Ja, 64, das ist Zufall. Sehr gut. Also gut, da sieht man aber, das Gewicht spielt wirklich geradeaus. Ja. Ja, geradeaus, bergauf dann schon. Spannend. Ja, geil. Cyril, also, Fazit ist eigentlich geradeaus, Gewicht. Und das sind ja doch 40 Kilo, oder? Nein, 30 jetzt unterdessen. Gute 30 Kilo Unterschied. Also das macht nichts aus. 68, 69 und 66, 64. Also, ja. Das ist wirklich, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber wenn das Zeug halt mal dreht, dann dreht es. Das heisst, wir gehen Burger fressen. Und dann würde ich sagen, bis auf bald, ein weiteres Video mit dem Cyril zusammen. Vielen Dank und macht's gut. Bis in 2 Wochen. Ciao zusammen.